Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, doesn't that look totally different if we never serve men but only serve God? Sieht es nicht ganz anders aus, wenn wir niemals den Menschen, sondern nur Gott dienen? Think if every Christian would only obey this verse, what the world would look like. Stell dir vor, wenn jeder Christ nur diesen Vers befolgen würde, wie die Welt dann aussehen würde. Suddenly, everybody would work so well Plötzlich würden alle so gut arbeiten, that the companies of the people that they work for would prosper. dass die Betriebe der Menschen, für die sie arbeiten, florieren würden. And I doubt if there would be Christian unemployed. Und ich bezweifle, dass es einen arbeitslosen Christen geben würde. Because everybody who is a little bit smart as a businessman would first try to hire Christians. Denn jeder, der als Geschäftsmann auch nur ein bisschen schlau ist, würde zuerst versuchen, Christen einzustellen. And Peter is telling them even the bad masters, we are supposed to submit to them. Petrus sagt ihnen also, dass sie sich sogar den schlechten Herren unterordnen sollen. Why? Weshalb? Look at verse 19. Lies Vers 19. You find God's favor by deciding to please God even when you endure hardship because of unjust suffering. Ihr erfahrt Gottes Gunst, wenn ihr euch entschließt, Gott zu gefallen, auch wenn ihr durch ungerechtes Leiden in Schwierigkeiten geratet. Oh, I love that. Das gefällt mir. I tell you why I love that. Ich sage dir, warum ich das liebe. Because think about this. Denn überleg mal. Peter is saying that you even submit to bad and mean employers. Petrus sagt, dass du dich sogar schlechten und gemeinen Arbeitgebern unterordnen sollst. And when you suffer hardship and when you are suffering unjustly, Und wenn du Mühsal erleidest und ungerecht leidest, by deciding to do that and so pleasing God, you find God's favor. wenn du dich entscheidest, das zu tun und so Gott gefällst, erfährst du Gottes Gunst. Now, suddenly there is an incredible thought. Plötzlich taucht ein verrückter Gedanke auf. Who still wants a nice boss? Wer will schon einen netten Chef? With a bad boss, you find God's favor. Bei einem schlechten Chef erfährst du Gottes Gunst. If you suffer hardship and if you submit to even the bad guy. Wenn du Schwierigkeiten erleidest und dich sogar dem schlechten Kerl unterordnest. Let me tell you something, my dear friend. Ich will dir etwas sagen, mein lieber Freund. If I have to choose between the favor of my earthly boss and the favor of God, I don't have to think about that. Wenn ich zwischen der Gunst meines irdischen Chefs und der Gunst Gottes wählen muss, brauche ich darüber nicht nachzudenken. There is no favor that any human being can give me Es gibt keine Gunst, die mir ein Mensch geben kann, that even in the slightest matches the favor of God. die auch nur im geringsten der Gunst Gottes gleichkommt. See, Paul said, if God is for us, who can be against us? Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Now, suddenly suffering makes sense. Nun macht das Leiden plötzlich Sinn. You know, suffering never makes sense if you just somehow try to endure it but don't see a purpose in it. Leiden macht keinen Sinn, wenn du es nur irgendwie zu ertragen versuchst, aber keinen Sinn darin siehst. Listen, for many decades I have studied suffering and, from a biblical point of view. Ich habe mich jahrzehntelang mit dem Thema Leiden aus biblischer Sicht auseinandergesetzt. I've read books and I've listened to sermons. Ich habe Bücher gelesen und Predigten gehört. And I'm telling you, until I myself came to declare a conclusion Und ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, that suffering only makes sense if it can be redeemed. dass Leiden nur dann einen Sinn macht, wenn es erlöst werden kann. In other words, if it can be used. Mit anderen Worten, wenn es genutzt werden kann. If suffering is not used, suffering is senseless. Wenn Leiden nicht genutzt wird, ist Leiden sinnlos. So just to hang in there and endure a mean boss doesn't make any sense. Einfach durchzuhalten und einen fiesen Chef zu ertragen, macht keinen Sinn. But to use the suffering in the sense that now it releases an extra portion of God's grace. Aber wenn ich das Leiden in dem Sinne nutze, dass es eine extra Portion Gottes Gnade freisetzt, Suddenly I can actually now use the very suffering. kann ich plötzlich genau dieses Leiden nutzen. And now everything has a completely different purpose. Und nun hat alles einen ganz anderen Sinn. So I've learned that every suffering can be either used or can be wasted. Ich habe gelernt, dass jedes Leid entweder genutzt oder verschwendet werden kann.
And I don't want to waste anything, especially suffering. Ich will nichts verschwenden, vor allem nicht das Leiden. Do you know, I have, in my last 40 years I've been serving God, In den letzten 40 Jahren, in denen ich Gott gedient habe, in this period of time, there were several years where I worked in a secular situation. gab es einige Jahre, in denen ich in einer weltlichen Umgebung gearbeitet habe. So I lived in a mixture of what we call today full-time ministry, which I don't like. Ich lebte also in einer Mischung aus dem, was wir heute Vollzeitdienst nennen, was ich nicht mag, And secular job. und einem weltlichen Job. I don't like it because every Christian is in full-time ministry. Ich mag das nicht, weil jeder Christ im Vollzeitdienst steht. Everything we do unto God. Alles, was wir tun, tun wir für Gott. But I use it as a term for people to understand. Aber ich benutze den Begriff, damit die Menschen es verstehen. So in the last 40 plus years that I've been in so-called full-time ministry, I was also in secular employment. In den mehr als 40 Jahren, in denen ich im sogenannten Vollzeitdienst tätig war, hatte ich auch weltliche Jobs. And you know, I have not always had nice bosses. Und ich hatte nicht immer nette Chefs. I worked in a school, I worked as a social worker, Ich habe in einer Schule gearbeitet, ich habe als Sozialarbeiter gearbeitet. I worked in a restaurant as a waiter, Ich habe in einem Restaurant als Kellner gearbeitet. and I've had a couple of really mean bosses. Und ich hatte ein paar richtig gemeine Chefs. But every single time I had this attitude that Peter tells us to have here. Aber jedes Mal hatte ich diese Einstellung, die Petrus uns hier aufträgt. And I could tell you so many stories of God's favor outweighed the favor of the boss that he gave to other employees. Und ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, in denen Gottes Gunst die Gunst des Chefs übertraf, die er allen Angestellten zukommen ließ. There were times I suffered very seriously because I chose to honor God. Es gab Zeiten, in denen ich sehr gelitten habe, weil ich mich entschieden habe, Gott zu ehren. But you know, at the end of the day, God's favor was so great that even the mean bosses had to recognize it. Aber letztendlich war Gottes Gunst so groß, dass sogar die gemeinen Chefs sie anerkennen mussten. So Peter is telling us, listen, you submit to the authority of the master, even the bad one. That's how you find God's favor. Petrus sagt also, hör zu, ordne dich der Autorität des Meisters unter, auch wenn er böse ist. So erlangst du Gottes Gunst. So he said, you decide to please God in every situation. Er sagt, du entscheidest dich in jeder Situation dafür, Gott zu gefallen. So when you suffer unjustly, Wenn du also ungerechterweise leidest, how do you please God? wie kannst du Gott gefallen? By walking in love. Indem du in Liebe wandelst. So continue to walk in love even though your boss is mean to you. Wandle also weiterhin in Liebe, auch wenn dein Chef gemein zu dir ist. And say, Und sage, thank you, Jesus, for this extra portion of grace in my life. danke Jesus für diese zusätzliche Portion Gnade in meinem Leben. It's time for the world to see that Christians are different. Es ist an der Zeit, dass die Welt sieht, dass Christen anders sind. See you tomorrow. Bis morgen.